Willkommen zu einem neuen Video und schön, dass du mal wieder dabei bist, wenn ich über Haare spreche. Heute zu einem Thema, was sehr kontrovers diskutiert wird, und zwar dem Thema PRP-Behandlung. Viele bieten das an nach der Haartransplantation, viele Kliniken, aber auch vor der Transplantation oder als Alternative zur Haartransplantation wird das Ganze oft empfohlen. Und was es damit auf sich hat und ob es meiner Meinung nach sinnhaft ist oder nicht, erfährst du im heutigen Video nach einem kurzen Intro. Wie immer, auf geht's! Bevor ich jetzt mit euch über das Thema PRP-Behandlung spreche, möchte ich noch mal ganz kurz vorher erwähnen, dass ich immer noch kein Arzt bin. Das heißt, alles, was ich euch jetzt berichte, basiert auf eigener Erfahrung oder auf Erfahrung von anderen Patienten, die mir berichtet haben oder eben auch durch Internetrecherche Wissen, was ich mir angeeignet habe in den letzten Jahren. Wenn ihr jetzt unbedingt 100% sicher sein wollt, dass ich alles klinisch richtig erkläre, dann bitte fragt nochmal einen Arzt, der ist Experte in dem Bereich und der wird euch garantiert nochmal genau richtig sagen, was eigentlich bei einer PRP-Behandlung passiert. Ich versuche das aber für Normalos ganz einfach zu erklären, so gut wie ich kann, und ich hoffe, dass euch das schon ausreicht. Wie funktioniert eine PRP-Behandlung jetzt eigentlich? Grundsätzlich, bevor ich euch jetzt erkläre, wofür PRP steht und was da genau passiert, ganz grundsätzlich, ganz einfach erklärt, und deswegen versteht ihr auch, warum es Vampirlifting heißt. Euch wird Blut entnommen, das wird in einer Zentrifuge behandelt, dadurch wird das Blutplasma aus dem Blut extrahiert und dieses Blutplasma wird euch dann wiederum unter die Haut, sei es jetzt im Gesicht fürs Vampirlifting oder unter die Kopfhaut gespritzt. Das Ganze soll anregen, dass die Haut mehr oder weniger gedopt ist. Durch dieses Blutplasma sollen neue kleine Blutgefäße entstehen, die dafür sorgen, dass die Haut bzw. die Haare und die Haarwurzeln besser mit Blut versorgt werden, also gleichzeitig besser mit Nährstoffen versorgt werden, was dann bei der Haut ein jüngeres Hautbild als Ergebnis darstellen soll. Und bei der Haartransplantation bzw. bei den Haarwurzeln soll es die Haarwurzeln einfach besser mit Nährstoffen versorgen, damit sie kräftiger werden, frischer werden und bessere, kräftige, größere, dickere, neue Haare produzieren. Das ist erstmal grundsätzlich zur Funktionsweise von PRP. Jetzt ist die Frage, funktioniert das Ganze auch? Und da muss man die Ausgangssituation, glaube ich, besser betrachten. Denn wenn ihr gerade am Anfang steht, bei eurem Haarausfall, das heißt, wenn euch gerade vielleicht die Geheimratsecken etwas lichter werden oder wenn ihr wie ich im Tonsurbereich schon merkt, boah, da ist es schon ganz licht, aber da sind noch Haare, dann könnt ihr durchaus meiner Meinung nach durch eine PRP-Behandlung diese Haarwurzeln wieder stärken und dadurch auch wieder ein etwas volleres Haarbild generieren. Wenn ihr allerdings schon gar keine Haare mehr habt, also wirklich eine Vollglatze oder einfach schon Ecken, die wirklich bis hier irgendwo hier hinten gehen und da lange schon keine Haare mehr sind, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine PRP-Behandlung bei euch anschlägt, denn eine PRP-Behandlung kann keine neuen Haarwurzeln zaubern. Sie kann wirklich nur die bestehenden Haarwurzeln, die schwach geworden sind, wieder kräftigen. Deshalb kommt man jetzt auch dazu, warum wird eine PRP-Behandlung nach einer Haartransplantation empfohlen und ist das sinnvoll oder nicht? Und da auch wieder nur meine persönliche Meinung. Empfohlen wird sie, weil eben direkt nach der Haartransplantation die frisch verpflanzten Haarwurzeln ja optimal mit Nährstoffen versorgt werden sollen. Das sorgt dafür, dass eine bessere Anwuchsrate entsteht, das sorgt dafür, dass die Haare schneller wachsen, kräftiger sind und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles positive Effekte, die dadurch entstehen, und deshalb wird gerade am Anfang nach einer Haartransplantation empfohlen, die PRP-Behandlung durchzuführen. Und wenn man jetzt diverse Internetrecherchen betreibt, so wie ich, und mal guckt, wie oft wird eine PRP-Behandlung empfohlen, dann deckt sich das meistens damit, dass die meisten Patienten oder Kliniken davon berichten, dass ihre Patienten die ersten 3 Monate nach der Haartransplantation alle 4 Wochen eine PRP-Behandlung durchführen lassen sollen und dann immer wieder auffrischen, so nach 6 Monaten, spätestens nach 8 Monaten. Das heißt, so einmal ungefähr im Jahr sollte man eine Auffrischung machen. Das heißt, es ist nichts, was permanent dauerhaft hilft, wenn ihr es einmal angewendet habt. Es ist wirklich ein Prozess, den ihr immer wieder wiederholen müsst. Das funktioniert natürlich auch, wenn ihr keine Haartransplantation hattet, sondern wenn ihr, wie gesagt, einfach vorbeugen wollt, weil ihr merkt, es wird lichter, dann könnt ihr das auch vor der Haartransplantation machen. Da ist übrigens der Rhythmus genauso, also auch 3-mal alle 4 Wochen. Genau, 3-mal hintereinander, nach 4 Wochen jeweils, und dann alle 6 bis 8 Monate eine Auffrischung. Funktioniert das Ganze jetzt? Schwierig. Da gibt es halt diverse Meinungen und ich kann ja nur von mir sprechen und von anderen Patienten. Und bei mir ist es wirklich in der Regel so, und auch bei den Leuten, die mir geschrieben haben bisher, dass es sich schon damit deckt, dass die Patienten sagen, es hat gefühlt was gebracht. Und das deckt sich ein bisschen auch mit meiner Erfahrung, denn auch ich hatte ja PRP-Behandlung nach der Haartransplantation in Summe 4 Stück. Die ersten 2 oder 3 wirklich auch nach 4 Wochen. Die danach habe ich irgendwann Monate später gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Monate vergangen sind, einfach weil ich es zeitlich nicht geschafft habe, die vorher durchzuführen. Und es war schon so, ich merke ja jetzt gerade bei meiner Tonsur,
Ihr wisst ja, die ist kahl und die wird immer kahler, da fallen wirklich regelmäßig Haare aus. Da merke ich schon, jetzt gerade geht der Haarausfall wieder rapide voran. Das heißt, wir fallen wirklich am Tag gefühlt, habe ich beim Händewaschen, also beim Händewaschen, beim Haarewaschen in den Händen 5, 6, 7 Haare in der Hand. Das heißt, ich merke wirklich, das wird momentan wieder lichter. Das hatte ich damals nicht während der Haartransplantation, beziehungsweise nach der Haartransplantation während der PRP-Behandlung. Damals war es wirklich so, dass meine Haare deutlich weniger ausgefallen sind, beziehungsweise gar nicht ausgefallen sind. Ich hatte auch allgemein das Gefühl, dass die Haare kräftiger waren. Sie wirkten einfach kräftiger. Ich kann euch gar nicht genau beschreiben, wie, aber einfach, wenn ich durchgegangen bin, hatte ich das Gefühl, dass sie kräftiger sind und nicht so dünn, wie sie jetzt zum Beispiel hinten im Tonsurbereich sind. Das heißt, ich hatte auch persönlich das Gefühl, dass es schon irgendwie angeschlagen hat, das Ganze, und funktioniert hat. Aber das ist halt, wie gesagt, immer so ein bisschen individuell. Ich kann da nicht für jeden sprechen. Bei manchen ist es halt auch wirklich so, die haben mir auch geschrieben, ich habe es gemacht, aber ich kann dir nicht sagen, ob ich einen Unterschied gemerkt habe oder nicht. Also auch diese Meinung gibt es. Am besten ist wahrscheinlich, wenn ihr es einfach selber ausprobiert, und wenn ihr dann das Gefühl habt, das hat was gebracht, dann super, und wenn nicht, dann spart ihr euch halt die Auffrischung und sagt, nee, dann lasse ich es halt eben sein. Wenn man jetzt über Behandlung spricht und auch über dann Anwendung, wie häufig man das Ganze machen muss, dann kommt natürlich auch immer so ein bisschen die Frage auf, was kostet mich das Ganze? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn je nachdem, wo ihr hingeht, gibt es verschiedene Pakete und Optionen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 6 PRP-Behandlungen bucht, zahlt ihr weniger, als wenn ihr nur eine einzelne bucht. Man kann aber so Pi mal Daumen sagen, so ungefähr 150 bis 250 Euro pro Anwendung müsst ihr mit rechnen. Je nachdem, wo ihr halt hingeht. In der Regel bieten das auch Hautärzte übrigens bei euch in der Umgebung an. Wenn ihr jetzt aber auf Nummer sicher gehen wollt und sagen wollt, ich möchte das von einem Experten machen lassen, dann solltet ihr vielleicht zu einer Klinik gehen, die das Ganze spezialisiert hat, also sich darauf spezialisiert hat. Ich weiß zum Beispiel, dass Elite halt 7 Standorte in Deutschland hat, bei denen sie PRP-Behandlungen anbieten, und die machen gefühlt täglich nichts anderes. Kann natürlich was anderes sein, wenn ihr jetzt zu eurem Hautarzt um die Ecke geht, der das vielleicht einmal im Jahr macht. Aber das ist jedem selbst überlassen. Einfach mal googeln, wer bei euch in der Regel in der Nähe das anbietet. Und ja, dann wisst ihr, was es bei euch kostet. Werde ich auch wieder PRP-Behandlung durchführen lassen in der Zukunft? Ich denke schon. Allerdings nicht jetzt, denn jetzt gerade versuche ich etwas anderes. Ich habe mir von Elite diesen Pflegekoffer bestellt, wo ja auch Biotin-Kapseln und Biotin-Shampoo und so ein Serum drin sind und sowas. Und das versuche ich gerade einfach mal anzuwenden in einem Eigentest, im Selbstexperiment quasi, und gucke, ob das Ganze was bringt. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Wochen, alle 2 Wochen, mir einen Dermaroller über den Kopf rollen und dann dieses Mesoserum einmassieren, in der Hoffnung, dass das hilft. Und ich werde euch da in einem Video berichten, wenn ich dann so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Das dauert aber noch ein paar Wochen. Und wenn das nicht anschlägt, dann in der Tat werde ich sicherlich wieder zu einer PRP-Behandlung greifen. Denn ich möchte ehrlich gesagt die Tonsur momentan noch nicht transplantieren lassen. Also da noch keine Haare transplantieren lassen, weil zum einen ist es mir noch zu früh. Zum anderen möchte ich eigentlich nicht mehr Haare aus meinem Spenderbereich nehmen, weil ich den jetzt schon relativ licht finde. Je nach Frisur, ich lasse die gerade wieder ein bisschen länger werden, zeige ich euch dann bei Gelegenheit, wenn es dann wieder schicker aussieht. Gerade ist das so eine Übergangslänge, die gefällt mir gar nicht. Ist aber ein anderes Thema. Wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt und gucken wollt, wie es mir weitergeht und ob ich wieder PHP-Behandlung durchführe und auch viele andere spannende Themen, dann wie immer Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn das nächste Video online geht. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und falls ihr Themen habt für die nächsten Videos, was euch interessiert, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich notiere mir das und werde das sicherlich auch dann mal umsetzen. Macht's gut, bis zum nächsten Video.